Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am M2 weiter und zwar, ich hatte ja vor kurzem jetzt einen Track Day, den ersten in 2026 in Tschechien. War wirklich super, habe ich euch im Video ja gesagt, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und jetzt möchte ich so ein paar Schönheitsarbeiten machen und auch wartungstechnische Dinge. Im heutigen Video starten wir jetzt mit einer Schönheitskorrektur. Ich hatte es ja schon mal gezeigt, dass hier die Original BMW Carbon Heckklappe, dass der Klarlack sich gelöst hat. Versuche euch das mal ein bisschen besser zu zeigen. Ich denke, jetzt müsste man das hoffentlich erkennen können, dass da eben gerade an den Kanten sich der Klarlack komplett abgelöst hat. Wahrscheinlich, vermute ich, durch eben so kleine Sandpartikel oder irgendwas in der Luft, dass halt an der Kante von Werk ab nicht allzu viel Klarlack war und dass dann eben beim Fahren, beim schnellen Fahren eben das so ein bisschen wie ein Schmirgelpapier sich verhält. Und was ich jetzt machen werde, ich werde hier sozusagen nach innen hin werde ich abkleben und dann werde ich hier ein bisschen anschleifen mit einem 1000er oder 2000er Schleifpapier und dann habe ich von meinem Audi noch so Klarlack zum Pinseln und dann werde ich versuchen, hier einfach so ein bisschen Klarlack wieder drauf zu pinseln. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht funktioniert. Ich hatte das euch ja in einem Video schon mal gesagt, hatte bei BMW angefragt. Trotz des horrenden Preises für diese Original BMW Carbon Heckklappe gibt es da auch nur 2 Jahre Garantie und 0 Kulanz für diese eindeutig meiner Meinung nach werkseitige Fehllackierung oder halt mangelhafte Lackierung. Aber gut, so ist es eben. Und wie gesagt, es ist ja ein Rennauto, der ist sowieso schon total verballert vorne und überall. Deswegen habe ich jetzt keine Lust, das zum Lackierer zu geben, da ohne Ende Geld auszugeben, um dann nachher doch wieder irgendwo Ecken zu erkennen, wo es halt nicht so schön gemacht ist. Dann kann ich es auch, sag ich mal, für ein Apfel und ein Ei, beziehungsweise jetzt in dem Fall habe ich alle Teile, kann ich es auch umsonst schlecht selber reparieren. Und genau das probieren wir heute, es umsonst schlecht selber zu reparieren. Also seid gespannt, ich packe euch in den Zeitraffer und werde hier ein bisschen abkleben und dann ein bisschen anschleifen. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, da muss ich gleich nochmal einen Durchgang machen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt auf der Kamera erkennen kann. Also es sieht schon ein bisschen besser aus als vorher. Wir müssen ja bedenken, ich habe jetzt noch nicht poliert. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine kleine Kante von dem Klarlack, den ich mit dem Pinselchen aufgetragen habe. Aber die kleine Kante vom Klarlack, die macht mir eigentlich keine Sorge. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist die Stellen, wie jetzt hier zu sehen, wo es eben noch so weiß ist oder beziehungsweise wo halt, ich vermute, ich glaube ohne Licht sieht man es sogar besser,
also diese Stellen. Da habe ich jetzt nicht so aggressiv angeschliffen, aber wahrscheinlich, ja, muss ich das. Das heißt, ich werde da in den zweiten Gang jetzt gleich nochmal, also da werde ich jetzt erst wieder einen Tag warten, bis der Klarlack getrocknet ist, den ich aufgebracht habe. Aber dann werde ich nochmal mit einem 800er Schleifpapier hier entsprechend nochmal mehr nachschleifen an den Stellen, wo noch so graue Kanten zu erkennen sind, dort auch. Denn ja, also so wie es aussieht, meine Hoffnung war so ein bisschen, wenn ich da mit dem Pinselchen Klarlack auftrage, dass der dann durch den Kapillareffekt auch so ein bisschen unter die Teile gezogen wird oder sich unter die Teile zieht, wo sich eben ja die Klarlackschicht vom Material gelöst hat. Das hat allerdings nicht überall funktioniert. An manchen Stellen hat das so funktioniert, wie ich das wollte. Da sieht das auch gut aus. Da, wie gesagt, müsste man jetzt nur noch mal drüber polieren, um die Kanten oder den Übergang vom Klarlack wegzubekommen. Dann wäre das in Ordnung. Aber wie gesagt, es hat halt nicht überall funktioniert. Bedeutet, ich muss noch mal schleifen. Ich habe auch jetzt mal nur testweise, wie gesagt, erstmal diesen Bereich hier gemacht mit Klarlack, also angeschliffen und mit Klarlack behandelt. Und wie gesagt, hier wäre so mein Idealbild oder meine Idealvorstellung, dass es nachher so aussieht. Damit wäre ich top zufrieden. Aber wie gesagt, dafür muss ich dann jetzt noch mal einen Tag warten, bis das alles richtig trocken ist. Das ist das Allerwichtigste. Also wirklich, ihr braucht da super viel Geduld, wenn es um solche Lackthemen geht. Immer das Zeug aushärten lassen, mindestens einen Tag. Oder ihr habt eben spezielles Equipment mit Wärmelampe, aber aus meiner Erfahrung eigentlich immer mindestens einen Tag aushärten lassen, sonst wird das einfach nur eklig. Und wie gesagt, wenn das passiert ist, gehe ich nochmal mit dem 800er Schleifpapier drüber, mache hier nochmal mehr weg, dass auch diese weißen Kanten komplett verschwinden. Und dann werde ich wahrscheinlich doch einfach hier ein bisschen mit Papier das alles auslegen und abkleben und dann doch mit der Spraydose ein bisschen Klarlack auftragen, weil das einfach dann flächig zu viel ist. Also wir haben ja hier noch, das kann ich nicht alles mit dem Pinsel machen, das ist ja furchtbar. Und das geht ja bis darüber. Also wenn man dem jetzt mal folgt, dann geht das bis hier hin. Also erst hier an der Ecke, lustigerweise ist diese Außenkante super in Ordnung. Ja. Hier fängt es ein bisschen an, hier werde ich auch schleifen. Also ich werde tatsächlich hier die ganze Kante rüber schleifen müssen und halt auch diese Stellen, wo wirklich sich der Klarlack, deswegen ist das so grau, also da ist sozusagen jetzt Luft drunter oder beziehungsweise Luft zwischen dem Carbonteil und der Klarlackschicht und deswegen sieht das dann so grau aus und das muss halt komplett weg, weil ja der Kapillareffekt leider nicht stark genug ist oder aber halt die Lücke zwischen Carbon, Heckklappe und Klarlackschicht nicht groß genug ist, dass der Kapillareffekt da überall funktioniert. Wie gesagt, es war eine Idee, hat nicht funktioniert. Ja, jetzt wie gesagt, geht es gleich weiter, indem ich nochmal mit dem 800er Schleifpapier anschleife und dann schauen wir mal, wie es aussieht. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for moves that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me. So, jetzt habt ihr noch mal ein bisschen Schleif-Action gesehen. Ich bin noch nicht fertig, aber ich wollte euch jetzt mal den Zwischenstand zeigen. Also, wenn wir uns jetzt hier diese Kante anschauen. Ich lasse den Heckdeckel mal noch mal runter. Sieht jetzt natürlich erstmal nicht so toll aus, aber auch gar nicht so schlecht. Also man sieht halt klar, Klarlack und angeschliffen kein Klarlack. Aber wichtig ist halt hier jetzt, dass diese Überreste von dem abgelösten Klarlack weg sind. Ne? Und das sieht man hier schön, da sind die überall weg. Hier haben wir jetzt noch Reste, das heißt, da muss ich noch schleifen. Also das ist echt furchtbar, wie sich das da alles abgelöst hat. Das ist echt eine Schweinearbeit. Außerdem will ich halt auch nicht zu viel schleifen, aber ja, was soll ich sagen, ne? Wenn das Zeug da halt so weit eingerissen oder ja gelöst ist, also manche Stellen kann ich sogar, gut jetzt die, wo ich geschliffen habe, nicht, aber ein paar andere Stellen hatte ich vorher, da konnte ich wirklich mit dem Fingernagel so richtige Brocken wegmachen. Also da gehe ich mal davon aus, dass es wirklich einfach ein Produktionsfehler ist, dass da entweder
das Carbon nicht richtig vorbereitet wurde, nicht richtig angeschliffen oder falsche Temperatur oder was weiß ich. Oder halt ja, kein entsprechender Haftgrund oder irgendwas mit dem Klarlack nicht gestimmt hat, keine Ahnung. Aber dass der sich da so komisch ablöst, hätte ich gesagt, deutet mir eher auf irgendeinen Fehler bei der Fabrikation hin. Naja, es ist halt so, wie gesagt, ich schleife jetzt noch ein bisschen rum, solange bis das Gröbste weg ist. Und dann hätte ich gesagt, jauchen wir da ein bisschen Klarlack drüber. Wie gesagt, ist ein Rennauto, muss man sich jetzt nicht verrückt machen. Und dann schauen wir uns das Endergebnis an, wie es dann aussieht nach meiner Schleif- und Klarlack-Action. Don't wanna love is paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. So, jetzt habt ihr nochmal gesehen, ich habe jetzt auf die Maschine gewechselt, weil ich mich sonst einfach kaputt schleife. Und habe jetzt auch ein etwas gröberes Schleifpapier genommen, ein 800er. Ansonsten dauert es einfach zu lange. Ich muss dann eben nochmal mit einem 1000er nachschleifen, bevor ich Klarlack aufbringe. Aber weshalb ich euch jetzt sozusagen nochmal dazu nehme, schaut mal, ich hatte euch ja erwähnt, dass teilweise so richtige Brocken weggehen. Und hier haben wir jetzt so ein perfektes Beispiel. Schaut euch das an. Also ganz ehrlich, ich bleibe dabei. Da ist irgendwas schiefgegangen, als sie das werkseitig foliert haben, dass hier solche ganzen Brocken Klarlack wegplatzen oder halt weggehen. Das kann unmöglich gewollt sein, beziehungsweise kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es davon kommt, dass ich das Auto auf der Rennstrecke benutze. Das war ja meine initiale Idee anfangs des Videos, aber bei solchen Schäden oder ja, solchen Mängeln, ich würde es eher als Mangel bezeichnen, dass da halt werkseitig irgendwas schief ging. Egal, sei es drum. Ich kümmere mich ja jetzt um das Problem und wie gesagt, werde jetzt noch ein bisschen weiter schleifen, werde das ja alles vorbereiten, abkleben und dann hole ich euch nochmal dazu, bevor ich dann anfange, Klarlack aufzusprühen. Und dann müssen wir wieder ein bisschen warten, ihr natürlich nicht, ich dann schon, bevor ich dann den Klarlack am Ende nochmal poliere und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Jetzt aber, wie gesagt, schleife ich erstmal fröhlich weiter und für euch geht es jetzt gleich weiter mit der Betrachtung vor dem Lackieren. So, jetzt habe ich hier schon fast final abgeklebt. Hier die Scheibe will ich noch komplett abdecken. Da werde ich gleich noch ein bisschen Kartons hinpacken. Aber hier unten ist sozusagen alles fertig. Ich werde jetzt nur hier ganz leicht mit Klarlack rangehen. Dann hier die Seite und eben bis drüben um die Ecke. Den Heckspoiler habe ich jetzt entsprechend auch eingepackt, dass da kein so Sprühnebel hingeht. Hier habe ich bewusst nicht genau den Rand abgeklebt. Meine Idee, meine Hoffnung ist, dass wenn ich da vorsichtig Klarlack auftrage, dass das dann später beim Polieren, ich sozusagen das so ein bisschen fließend oder halt, dass der Übergang fließend wird. Ja, das ist so die Idee. Mal gucken, wie es wird. Es ist sicherlich nicht so geil, das Ergebnis nachher, wie wenn man alles angeschliffen hätte und komplett neu Klarlack. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht zum Lackierer bringen, weil ich einfach immer nur schlechte Erfahrungen gemacht habe, genauso wie mit den meisten Werkstätten. Keine Lust, viel Geld auszugeben für schlechte Qualität, deswegen mache ich es lieber für wenig Geld, selber schlecht. Das ist dann irgendwie, finde ich, die sinnvollere Variante. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe jetzt hier alles mit 800er angeschliffen mit der Maschine, danach nochmal mit dem 1000er drüber manuell. Aber es gibt immer noch so Ecken, so wie hier, wo einfach dieser Klarlack, also es ist super glatt, wenn ich drüber gehe. Scheiße, Mist. Jetzt muss ich gleich nochmal mit Isopropanol drüber, weil ich mit meinen Fettfingern drauf gefasst habe. Also es ist hier ist keine wirkliche Kante mehr zu spüren. Man kann hier, also ja, eine ganz minimale Kante ist noch da, aber eigentlich ist der Übergang total sanft. Und ich kriege das halt nicht an allen Stellen weg mit diesen Überresten. Ich vermute, wie gesagt, dass einfach ein Fehler ist oder ein Fehler war werkseitig. Und wahrscheinlich, je weiter ich schleife, immer wieder werde ich diese Stellen haben, wo sich was anlöst. Jetzt sieht es eigentlich insgesamt relativ okay aus. Und ich probiere es jetzt einfach. Ich werde da jetzt Klarlack drüber machen. Aus der Dose zeige ich euch, was ich mir da besorgt habe. Ich habe von der Marke schon anderen hitzefesten Lack damals verwendet, um meine Auspuffblenden entsprechend zu lackieren. Da haben es ja die Original-Carbonblenden hat's auch den Klarlack zerstört durch die Temperatur. Also ich muss schon sagen, dass also für so offizielle Hersteller, die das hauptberuflich machen, ist das eine extrem miese Performance. Also sowohl hinten bei den Auspuffrohren, und da muss ich auch sagen,
Hier der kleine Dödel Fabian, der das lackiert hat, ne, die sehen immer noch top aus. Da ist nichts abgeplatzt, trotz Rennstreckenbetrieb. Also wenn ich Dulli das hinbekomme, das so zu lackieren, dass es funktioniert, dann erwarte ich das auch von einem großen Hersteller wie BMW oder anderen, dass die gefälligst ihre Lackarbeiten im Griff haben. Aber gut, ja, wir alle machen Fehler, es geht auch mal was schief. Dann hätte man halt kulant sein müssen, war man nicht. Jetzt pfusche ich es halt selber zurecht. Also wie gesagt, ich werde jetzt das hier noch fertig abkleben, die Heckscheibe, und dann ein bisschen Klarlack auftragen und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Das mit dem Klarlack filme ich jetzt nicht wegen den Dämpfen und weil ich auch nicht genau weiß, wie ich das machen soll, weil ich muss ja hier jetzt hin und ich will da wirklich gut hinkommen. Wenn ich die Kamera irgendwo aufstelle, ist sie mir immer im Weg und ich will nicht, dass das Ergebnis leidet, weil die Kamera im Weg war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber letzten Endes, wie gesagt, ja, ist ja Spraydose. Ich denke, jeder weiß, wie man mit der Spraydose umzugehen hat. Insofern, ich lackiere jetzt mal Klarlack auf und dann schauen wir uns das Ergebnis an. So, die erste Schicht Klarlack ist jetzt drauf. Ergebnisse sind unterschiedlich von, wie ich finde, extrem gut. Das ist jetzt hier die extrem gute Stelle. Da kann ich jetzt überhaupt nichts Verwerfliches erkennen. Das finde ich, sieht mega gut aus. Bis auf jetzt hier diese kleine Stelle mit diesem ja, weißen Rest. Aber das habe ich euch ja gesagt, dass ich das nicht 100% wegbekomme. Und immer wenn ich weiterschleife, geht irgendwo anders eine Stelle auf. Dann hier sieht es auch noch okay aus. Sieht okay aus, sieht okay aus. Dann kommt wieder so eine kleine Stelle, wo so ein, ne, wo hier so eine Unschönheit ist, mit so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, eben so ein bisschen, ja, mit diesem Grauton. Ansonsten, ja, gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Ich werde auf jeden Fall, wenn das getrocknet ist, ihr seht das ja hier durch den Sprühnebel, werde ich nochmal mit einem 2000er Schleifpapier die Übergänge ein bisschen anschleifen und dann werde ich dann morgen machen. Ich werde das jetzt wieder einen Tag trocknen lassen. Und wenn das getrocknet ist, dann, wie gesagt, werde ich das mit dem 2000er nochmal anschleifen, wieder mit Isopropanol sauber machen oder reinigen und dann nochmal eine zweite dünne Lage Klarlack drauf und danach dann polieren. Und dann können wir uns das Endergebnis angucken. Für euch passiert das jetzt alles gleich im Anschluss. Wie gesagt, für mich vergeht jetzt ein bisschen Zeit, aber ich muss sagen, also wirklich jetzt, je mehr Trockenzeit der Klarlack bekommt, desto besser sieht das aus. Also auch hier die Stellen, wo es noch vorher sehr gräulich war, die verschwinden jetzt langsam. Ich hatte schon wieder Sorge, dass irgendwie das so ein komischer Klarlack ist, der nicht funktioniert. Das ist mir auch schon oft passiert. Nee, aber das sieht gut aus. Jetzt werde ich dem Ganzen einfach einen Tag Ruhe lassen. Ich zeige euch einmal noch die andere Seite. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hier war es ja nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt halt auch so leichte Übergänge, aber das war ja Absicht, weil ich das hoffentlich rausgeschliffen und poliert bekomme. Aber die Kante finde ich, also Leute, jetzt mal ganz im Ernst, für jemanden, der das einfach nur mal so eben schnell zwischendurch macht, ist das doch okay. Wie gesagt, wir haben hier das will ich gar nicht schönreden, diese Stellen, wo eben ja so ein bisschen vom Schleifen noch was zu erkennen ist, aber ich habe es ja beschrieben, das kriege ich halt nicht, oder ja, nee, ich kriege es halt einfach nicht weg. Insofern, ich denke, das wird dann schon besser aussehen als vorher. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, ich lasse jetzt trocknen. Morgen nochmal eine Runde anschleifen, nochmal eine zweite Klarlackschicht, wieder einen Tag trocknen lassen, dann aufpolieren und dann schauen wir uns das letztendliche Ergebnis an. Bedeutet, für euch geht es jetzt sofort weiter mit dem Endergebnis. Ich mache jetzt eben noch diese beiden Zwischenschritte, dass ich nochmal anschleife und eben nochmal eine Schicht Klarlack auftrage. So, ich habe das Ganze jetzt 2 Tage lang aushärten lassen. Ich habe, wie gesagt, hier jetzt 3 Schichten Klarlack aufgetragen und das Ergebnis, ich blende euch das jetzt mal im Vergleich ein. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, es gibt noch solche kleinen imperfekten Stellen wie hier oder dort, aber das hatte ich ja schon beim Schleifen vermutet, dass das kein 100%iges Finish gibt, aber ich wollte nicht noch mehr wegschleifen, weil ich halt den Eindruck hatte, dass diese Stellen immer wieder auftreten, weil ich glaube, die Grundhaftung, wie gesagt, einfach nicht ideal war ab Werk. Nichtsdestotrotz, so ist das jetzt ein Ergebnis, womit ich absolut leben kann. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Nebel, also das, was ich hier so rein lackiert habe mit dem Klarlack, dass ich das noch wegbekomme. Ich denke, hier kann man schon so ein bisschen erkennen, wovon ich spreche. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Mit dem Licht sieht man das dann auf der anderen Seite noch mal ein bisschen besser. So, jetzt auf der anderen Seite angekommen und ich denke, hier kann man das jetzt besser erkennen, was ich meine. Wir haben hier unten eine richtig schöne, ja, frisch lackierte Kante. Das habe ich eben gemacht und wir haben aber hier so ein bisschen Sprühnebel, der eben auf die Standardlackfläche noch gegangen ist. Das ist aber nicht schlimm. Das war sozusagen meine Intention. Ich wollte das so ein bisschen fließend rein lackieren. Spannend wird es jetzt, ob ich diese Übergänge gut hinbekomme. Dafür werde ich jetzt mit einem 2000er und 3000er Schleifpapier nass
die Übergänge, also nicht die komplette Kante, sondern nur so ein bisschen in die Kante rein. Also wir sehen ja hier, haben wir es glänzend, das heißt, ich werde so bis an diese glänzende Kante, werde ich das Ganze eben entsprechend vorschleifen. Erst mit einem 2000er, dann mit einem 3000er. Und dann werde ich es final polieren mit entsprechender Politur von Sonax. Die habe ich mir schon rausgesucht, die hatte ich in der Vergangenheit auch verwendet und eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ich hoffe, dass ich damit die Übergänge zumindest ein bisschen besser angleichen kann. Wenn hier und da irgendwo noch eine kleine Kante ist, ist es kein Weltuntergang. Aber ich hoffe, dass ich zumindest diesen großen oder groben Übergang besser hinbekomme. Das mache ich jetzt einmal und zeige euch vorher nochmal die Politur, die ich verwende. Ich werde nebenher ein bisschen Zeitrafferaufnahmen laufen lassen, aber nicht viel. Und wir schauen uns dann nach den Zeitraffern gleich noch das Endergebnis an. Jetzt gucken wir aber erst nochmal, welche Politur ich da gewählt habe. So, und hier an der Werkbank habe ich mir schon meine Poliermaschine hingelegt für den finalen Schritt. Und wie gesagt, polieren werde ich dann mit 4.6, also Sonax Profiline EX0406. Bedeutet, wir haben hier einen Schleifgrad von 4 und einen Glanzgrad von 6, also maximaler Glanz. Und ich hoffe, dass ich das damit dann rausgearbeitet bekomme. Werden wir gleich sehen. Ich lege jetzt los, lasse dabei ein bisschen Zeitraffer mitlaufen. Looking for a piece of mind. I've been trying to redefine life. I can see the signs. World is gonna see me shine. Fighting for my soul's sake. Whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake. Luke's trying to pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action. And you start to see it all like a chain reaction. Watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going in my head. From everybody's problems, oh. Guess I'm locked in, guess I'm locked in, I got this. And it's on my soul, guess I'm locked in, guess I'm locked in, I got this. And that's on my soul. Time's moving, I've been losing track of where I've been. So, jetzt habe ich ordentlich nochmal geschliffen und poliert. Ich habe kurzweilig mit der großen Maschine probiert, aber dadurch, dass hier ja der Heckspoiler montiert ist, ist da ein bisschen wenig Platz. Ich habe es dann am Ende mit der kleinen Maschine gemacht. Die zeige ich euch gleich, auch gleich, welche verschiedenen Schleifaufsätze ich verwendet habe. Und ich muss sagen, ihr seht das ja jetzt hier an dem Lichtübergang. Also das ist bisher in Sachen Lackierung das Beste, was ich so abgeliefert habe. Also ansonsten war es, gut, die Auspuffblenden unten, ne, die ich gemacht habe, die hatte ich euch ja gezeigt, die sind auch immer noch top. Aber hier Auspuffblenden waren ja mattschwarz, also bei weitem nicht so kompliziert. Und jetzt ganz ehrlich, dieser Übergang, also ja, es gibt die ein oder andere Mikrostelle, wenn man ganz genau schaut, wo es noch ein bisschen matter ist. Zum Beispiel hier sehe ich jetzt in Natur, dass es ein bisschen matter ist. Aber ansonsten dafür, dass ich einfach irgendein Klarlack verwendet habe, also da hatte ich auch echt Glück. Ich verlinke euch den Klarlack und alle Utensilien. Der hat sich super vertragen mit dem vorhandenen Klarlack und den Übergang, wie gesagt, den habe ich jetzt wirklich richtig gut hinbekommen. Also ich sehe kaum noch so eine Klebekante oder irgendwo einen Verlauf. Hier ist noch eine minimale Kante zu erkennen, aber wenn ich da noch ein bisschen drauf rumschleife, dann ist die sicherlich auch weg. Und ich bin wirklich begeistert vom Gesamtergebnis jetzt. Also das ist echt top. Das, was ihr hier seht, das ist keine Kante, das ist einfach die Spiegelung vom Licht hier in der Spoilerkante. Also nicht, dass ihr euch wundert, dieser weiße Streifen, der hier mitgeht, das ist einfach vom Spoiler. Das seht ihr ja, wenn ich meinen Finger drüber schiebe. Aber das Finish ist echt gut geworden. Also Eigenlob stinkt zwar, aber an der Stelle hätte ich gesagt, ist der wirklich angebracht. Ich zeige es auch einmal von der anderen Seite. Und ihr seht, wie sich das alles schön spiegelt. Hier haben wir auch so eine Stelle, wo es noch eine leichte Mattierung hat. Das heißt, da könnte ich auch noch mal ein bisschen schleifen. Aber ein Übergang, dass da ja Sprühnebel jetzt zu erkennen wäre oder so, überhaupt nicht. Also ja, wenn ihr was zum Lackieren habt, kommt zu mir. Nee, Quatsch, bloß nicht. Viel zu zeitaufwendig. Also hat mich jetzt insgesamt, ich glaube, 4 Tage war ich jetzt dran. Natürlich jetzt nicht Vollzeit, ne? Du musst ja dann immer wieder, hast du Wartezeiten, jetzt hier gerade beim Aushärten des Lacks. Also ich habe dem jetzt tatsächlich mehr als 2 Tage gegeben, dem Klarlack, bevor ich angefangen habe, nochmal zu schleifen. Hat sich auch gelohnt. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe im Laufe der Zeit. Wenn ihr was ordentlich lackiert haben wollt, müsst ihr euch einfach Zeit nehmen. Wirklich viel Zeit.
Zeit ist da das A und O, sonst wird das nichts. So, und jetzt hätte ich gesagt, zeige ich euch einmal die Schleifaufsätze, die ich verwendet habe, um dieses meiner Meinung nach wirklich grandiose Ergebnis hinzubekommen. Und vor allem auch, wie gesagt, die Kanten. Schaut mal, wie schön die Kanten jetzt wieder sind im Vergleich zu vorher. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt besser gemacht habe als BMW ab Werk. Aber jetzt ab an die Werkbank und ich zeige euch die Utensilien. So, also das mitunter wichtigste Utensil ist natürlich dieser Klarlack. Wie gesagt, ich hatte ja von dem Hersteller schon andere Farben gekauft, mit denen ich sehr zufrieden war. Deswegen hatte ich auf gut Glück den Klarlack ausprobiert und der ist super. Kann ich empfehlen. Hat nicht irgendwie komisch irgendwelche chemischen Reaktionen gegeben. Hatte ich auch schon in der Vergangenheit. Da habe ich dann auf ein bestehendes Teil Klarlack aufgesprüht und auf einmal hat der neue Klarlack den alten Klarlack zerfressen und dann, naja, grande Malheur. Ihr kennt es. Ansonsten, oder wenn ihr es nicht kennt, lasst euch gesagt sein, das kann passieren. Da habe ich mir so ein Schleifset bestellt mit eben entsprechenden Aufsätzen und Adaptern und alles. Wirklich ein kleines, weil ich eine kleine Fläche habe oder hatte, war ja eine Teilreparatur. Dann hatte ich zwischendurch noch überlegt, ob ich vielleicht hier mein Winkelwerkzeug nehme, um zu polieren. Das ging aber nicht. Das heißt, am Ende habe ich es mit der normalen Bohrmaschine und dem Aufsatz gemacht. Die hole ich euch einmal. Außerdem habe ich jetzt auch noch die Politur natürlich mitgebracht. Das ist dann für das Endfinish, ne, für den letzten Schleifgang. Hat super funktioniert. Und wie gesagt, bin dann mit einer normalen Bohrmaschine hingegangen. Die Schleifschritte, also wo ich einen 2000er bzw. 3000er verwendet habe, dann am Ende, um diesen Übergang besser hinzubekommen, habe ich es auf Stufe 1 betrieben, also relativ langsam. Später dann, als ich poliert habe, mit dem feinen, dem groben und dem ganz feinen Aufsatz, also von der Reihenfolge erst blau, dann orange und dann den ganz feinen. Am Ende habe ich es aber so gemacht, habe ich nur noch den blauen genommen, den etwas gröberen und dann fürs Finish den ganz weichen Fluffy hier oben aufgesetzt. Das hat super funktioniert. Also wie gesagt, nach dem Lackieren, was ihr ja gesehen habt, hatten wir ja so Sprühnebel und eine Kante. Die Kante und den Sprühnebel habe ich großflächig runtergeschliffen mit einem 2000er und einem 3000er. Dann war alles nochmal so matt. Und dann bin ich eben her und bin mit dem gröberen Schleifschwämmchen hergegangen und der Politur. Hier habe ich einfach nur Wasser genommen, deswegen hier das Wassergefäß, da konnte ich das immer wieder eintunken. Und nachdem ich mit dem groben Schleifen, also grob in Anführungszeichen, 2000 und 3000 ist ja auch fein, aber ist eben das Finish. Nachdem ich damit fertig war, bin ich dann mit dem blauen Schwämmchen hin und habe eben mit entsprechender Politur wirklich viel. Also das waren bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten reines Rumschleifen mit dem blauen, vielleicht sogar 20 Minuten mit dem blauen Schwämmchen und dann am Ende nochmal aufpoliert, so 5 Minuten mit dem ganz weichen Schwämmchen und wie gesagt eben auf der Bohrmaschine. Die Schleifgänge mit dem Schleifpapier habe ich wie gesagt auf niedriger Geschwindigkeit gemacht und das Polieren habe ich dann auf Stufe 2, allerdings nicht volle Leistung, sondern habe das halt mit dem Finger so dosiert, dass es für mein Gefühl eine angenehme Drehzahl war. Ihr müsst ja mal dran denken, wenn ihr schleift, wenn ihr zu hohe Drehzahl habt, entsteht natürlich sehr viel Wärme, was dazu führen kann, dass euch der Klarlack verbrennt. Bedeutet, da müsst ihr halt wirklich vorsichtig sein und deswegen je rauer euer Schleifmaterial, desto weniger Geschwindigkeit würde ich empfehlen. Das ist, wie gesagt, ich bin kein Profi, aber das ist so meine Erfahrung, was bei mir gut funktioniert hat. Und wenn ihr dann, wie gesagt, ein feineres Schleifmaterial habt, könnt ihr wiederum eine bisschen höhere Geschwindigkeit wählen, aber auf gar keinen Fall übertreiben und auch nicht nur auf einer Stelle, sondern immer schön, sage ich mal, fließende Bewegungen. Ich habe immer zickzack und wieder hoch und wieder runter gemacht und ja, Ergebnis habt ihr ja gesehen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also ganz im Ernst, hätte ich nicht erwartet, dass es so gut wird. Das ist jetzt wirklich eine Premiere bei mir, dass das so gut geklappt hat. Insofern kann ich euch vollumfänglich empfehlen. Alle Materialien, die ich jetzt so verwendet habe, auch Klebeband, Abklebeband, da habe ich auch welches gefunden, was wirklich gut funktioniert. Da gibt es ja auch Unterschiede. Klar, es gibt diese super teure, aber das finde ich halt auch irgendwie unverschämt, so viel Geld für ein Klebeband. Ich habe ein ganz gutes Mittelmaß jetzt gefunden. Mal schauen, wie lange es das noch gibt. Ich verlinke euch das unten. Ja, insofern heute glaube ich, es war wirklich was Hilfreiches dabei, weil selbst ich überrascht bin, wie gut es geklappt hat. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.